Ruderpedale gehören zu den am meisten unterschätzten Eingabegeräten im Flugsimulator. Oftmals investiert man viel Geld in Yoke, Stick oder Throttle und verwendet dann möglichst günstige Pedale, falls überhaupt welche zum Einsatz kommen. Die Moza MRP Rudder Pedals sind aus Vollmetall, haben eine Swing-Mechanik, umfangreiche Einstellmöglichkeiten und optional einen hydraulischen Dämpfer. In diesem Video sehen wir uns die Pedale inklusive Dämpfer im Einsatz einmal genauer an, um ganz nüchtern zu bewerten, was bekommt man dafür und für wen lohnt sich das wirklich. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Die Moza MRPs sind keine Einsteigerpedale. Preislich liegen wir hier bei ca. 370 € alleine für die Pedale ohne Dämpfer und damit ganz klar im hochpreisigen Segment. Wir sprechen hier über Hardware für Simmer, die regelmäßig fliegen, ein festes Setup haben und bewusst in Steuerung investieren. Moza zielt hier nicht auf den Massenmarkt, sondern auf Enthusiasten, die Wert auf Mechanik, Material und langfristige Nutzung legen. Aufgebaut ist das Ganze zügig, alle Kabel liegen bei, mit jeweils einer Länge von 180 cm. Der Anschluss findet über eine der Moza-Basen statt oder direkt am PC. Ausreichend Schrauben liegen ebenfalls bei, falls man das Ganze direkt in ein Flight Sim Rig einbringen möchte. Die farblich bebilderte Bedienungsanleitung ist auf Englisch und Chinesisch gehalten. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Die Moza MRP bestehen komplett aus Metall. Lediglich die Fersenauflage, also der hintere Teil des Pedals, ist aus Kunststoff. Bei der Montage dieser und der vorderen Auflageplatte ist zu beachten, dass man hier direkt die Neigung einstellen kann. Ich würde hier allerdings empfehlen, die Standardeinstellung einfach einmal zu belassen und zu gucken, wie es sich anfühlt. Denn nachjustieren kann man dann auch später noch jederzeit. Auch die vordere Platte aus Metall kann man an unterschiedlichen Positionen platzieren und somit der Fußgröße entsprechend anpassen. Wer auf die Hackenablage verzichten möchte, kann diese abmontieren, was für den ein oder anderen einen schnelleren Ein- und Ausstieg in die Pedale bedeutet und als bequemer empfunden werden könnte. Ein zentrales Merkmal der Moza MRP ist die Swing-Arm-Mechanik. Das heißt, die Pedale schwenken pendelnd nach vorne und hinten und laufen nicht auf klassischen Schienen. Das fühlt sich deutlich natürlicher an und kommt dem Bewegungsgefühl von Flugzeugpedalen sehr nahe. Dazu kommen extrem viele Einstellmöglichkeiten. Eine stufenlose Pedalneigung, großer Bewegungswinkel von rund 25 Grad, austauschbare Federn mit unterschiedlicher Härte. Durch das Ein- und Ausdrehen von Schrauben wie an dieser Stelle hier beispielsweise können Feinjustierungen durchgeführt werden. Damit kannst du die Pedale sehr fein an deine Sitzposition, dein Setup und deine persönlichen Vorlieben anpassen. Wichtig ist, für die Erstinstallation sich Zeit zu nehmen, unterschiedliche Positionen und Einstellungen auszuprobieren, um so für sich die ganz eigene und individuell beste Position zu finden. Wer die Pedale in sein Flight Sim Rig integrieren möchte, der kann den Standfuß, indem er diese 5 Schrauben hier öffnet, komplett entfernen und die Pedals direkt in sein Home Cockpit einschrauben. Mit rund 8 Kilogramm Gewicht stehen die Pedale extrem stabil und haben ein hohes Eigengewicht. Eine Fixierung am Boden bzw. innerhalb eines Flight Sim Rigs empfiehlt sich dennoch, um ein Wandern während der Bedienung der Hardware zu vermeiden. Auch die Mechanik macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Alles wirkt bewusst robust, nicht filigran, sondern auf Belastbarkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Der hydraulische Dämpfer ist optional und nicht im Lieferumfang der Pedale enthalten. Preislich liegt er bei etwa 70 € zusätzlich. Damit landet man dann insgesamt bei ungefähr 440 € für das komplette Setup. Wichtig, der Dämpfer ist kein Muss, aber er verändert das Pedalgefühl spürbar. Durch den Dämpfer lässt sich der Rücklauf stufenlos verzögern. Inputs fühlen sich dadurch träger und gewichtiger an und das Pedal bleibt stabiler in Position. Gerade beim Taxi oder bei Seitenwind merkt man das sofort.
Es gibt weniger Überschwingen und deutlich mehr Kontrolle bei kleinen Ruderausschlägen. Ich habe den Dämpfer entsprechend verbaut und fliege aktuell dauerhaft damit. Meine Einschätzung dazu: kein Pflicht-Upgrade, aber ein sehr sinnvolles, wenn man maximalen Realismus sucht. Kommen wir zur Praxis und die ist entscheidend. Im Microsoft Flight Simulator 2024 zeigen die Mosa MRP ihre größte Stärke: Präzision um die Mittelstellung. Gerade beim Rollen auf dem Taxiway, Halten der Centerline beim Start und feinen Korrekturen im Endanflug lassen sich sehr kleine Inputs sauber setzen. Nichts wirkt nervös, nichts springt. Man merkt deutlich, hier arbeitet Mechanik, nicht Software. Auch bei Seitenwindlandungen fühlt sich das Seitenruder sehr kontrolliert an. Man korrigiert stets bewusst und nicht hektisch. Die Fußauflagen sind ausreichend groß und bieten guten Seitenhalt. In meinem Fall bin ich mit Schuhgröße 42 hier unterwegs und auch für größere bzw. kleinere Größen haben wir ordentlich Spielraum. Was die möglichen Einstellungen softwareseitig angeht, sind wir bei Rudder Pedals naturgemäß in einem überschaubaren Ausmaß unterwegs. Zum einen gibt es die Mosa Cockpit App, hier gezeigt in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos verfügbaren Version 1.0.8.43 und mit der Firmware zu den MRPs der Version 1.1.1.4. Und hier können wir dann Einstellungen zur linken Bremse, zur rechten Bremse und zum Ruder allgemein vornehmen. Kleiner Hinweis: das eben zu hörende Knarzen kam vom Fluggerät, nicht von den Pedals. Außerdem können wir die Kurve der jeweiligen Achsen entsprechend anpassen, die Achse komplett umkehren, also invertieren, und eine generelle Kalibrierung durchführen, die ich bei der Ersteinrichtung auch entsprechend empfehlen möchte. Insofern ihr die Pedals mit einer Mosa Flight Base betreibt, könnt ihr dann selbstverständlich auch noch ganz individuelle Flugprofile dem Fluggerät entsprechend anlegen und abspeichern. Auch innerhalb des Microsoft Flight Simulators gilt es, Einstellungen vorzunehmen. Wir wechseln hier einmal in die Einstellungen auf Steuerung und dort werden die Mosa MRP Rudder Pedals direkt erkannt. Allerdings gibt es kein automatisch hinterlegtes Profil, ihr müsst also entsprechend eines anlegen. Aber auch hier bei Rudder Pedals ist das Ganze denkbar überschaubar. Linke Bremse, rechte Bremse, Seitenruder, fertig. Alles entsprechend als Achsen, orientiert euch gerne an meinen hinterlegten Einstellungen. Ich zeige euch jetzt hier zwei Beispiele an Fluggeräten. Einmal sind wir mit der Cessna T207A unterwegs und einmal mit dem Helikopter von Cohen Simulations 222B. Denkt bei der Anlage der Steuerungsprofile bitte daran, dass es sowohl Flugzeug- als auch Helikoptersteuerungsprofile gibt. Wenn ihr also beispielsweise mit einem Flugzeug startet, dort ein Steuerungsprofil anlegt und dann auf einen Hubschrauber wechselt, dann müsst ihr auch dort ein Steuerungsprofil einmalig hinterlegen. Das ist aber eine generelle Einstellungssituation im Microsoft Flight Simulator und hat nichts mit der hier gezeigten Hardware zu tun. Für wen sind denn die Mosa MRP jetzt eigentlich gedacht? Sie sind ideal für Sim-Enthusiasten, regelmäßige Microsoft Flight Simulator-Piloten, feste Desk- oder Cockpit-Setups, Nutzer mit Anspruch an Realismus. Und sie sind bisher ausschließlich mit PC kompatibel. Ob und wenn ja, wann sich das in Richtung Konsole entwickelt, dazu liegen mir zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos leider keine Informationen vor.
Sobald in das Thema auch auf PlayStation bzw. Xbox Dynamik hineinkommen sollte, erfahrt ihr es selbstverständlich und ganz zuverlässig hier bei mir auf dem Kanal. Die MRP Rudder Pedals sind weniger geeignet für Gelegenheitsflieger, sehr kleine Setups, Nutzer, die Plug-and-Play ohne Einstellen erwarten. Die MRPs wollen eingestellt, angepasst und bewusst geflogen werden. Wir sprechen hier über hochwertige Premium-Pedale mit enormer Stabilität, präziser Mechanik und sehr vielen Einstellungsmöglichkeiten. Ohne hydraulischen Dämpfer sind sie bereits sehr gut, mit Dämpfer werden sie noch realistischer, aber auch etwas teurer. Die Hardware hat genau die User als Zielgruppe, die auf der Suche nach Pedalen ist, die man dann viele Jahre nutzt. Mich interessiert jetzt eure Meinung. Nutzt ihr aktuell Ruderpedale und wenn ja, welche? Schreibt mir dies sowie Fragen und Ergänzungen zum Gezeigten sehr gerne unten in die Kommentare unter dieses Video. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, dann lasst mir zur Unterstützung dieses Kanals sehr gerne ein Däumchen da, abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr keines der kommenden Videos verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.